Schön, dass Sie wieder auf meinem Kanal Arzneizeit eingeschaltet haben. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und geriatrische Pharmazie und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um das Thema Teilbarkeit von Tabletten und da steigen wir jetzt auch gleich mal ein. Sie können sich Ihre Tablette anschauen und einmal schauen, ob diese eine Bruchrille besitzt. Wenn sie keine besitzt, dann ist die Tablette nicht offiziell teilbar. Wenn sie eine besitzt, kann es sein, dass sie teilbar ist. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal genauer erklären. Denn als Laie geht man häufig davon aus, dass wenn so eine Bruchrille vorhanden ist, dass die Tablette auch offiziell teilbar ist. Aber das heißt es noch nicht. Denn bei dieser Bruchrille kann es sich um eine sogenannte Schmuckkerbe handeln. Eine Schmuckkerbe ist nur dazu da, dass Sie eine Tablette teilen können, um die besser schlucken zu können. Das heißt, wenn es sich um diese Schmuckkerbe handelt, dann garantiert der Hersteller noch nicht, dass der Wirkstoff homogen in der Tablette verteilt ist. Das heißt, Sie müssen natürlich sicher gehen, dass wenn Sie eine Tablette teilen und zum Beispiel heute die eine Hälfte nehmen und morgen die andere Hälfte, dass der Wirkstoff, den Sie zu sich nehmen möchten, auch etwa zu 50% in jeder Tablettenhälfte vorhanden ist. Diese Information können Sie entweder nur als Fachpersonal der Fachinformation entnehmen. Dort ist das unter dem Punkt Darreichungsform aufgeführt. Im Beipackzettel findet man es manchmal unter dem Punkt Art und Dauer der Anwendung. Aber damit Sie auf Nummer sicher gehen, fragen Sie bitte in Ihrer Apotheke vor Ort nach. Die können in Ihrem System genau nachschauen, ob der Hersteller diese homogene Verteilung des Wirkstoffes garantiert oder nicht. Wenn die Tablette keine Bruchkerbe besitzt, dann ist sie offiziell auch nicht teilbar. Sprechen Sie bitte Ihren Apotheker vor Ort an, wenn Sie Tabletten teilen müssen, dass der im Computer genau nachschaut, dass er Ihnen einen Hersteller raussucht, der diese Teilbarkeit auch garantiert. Nun möchte ich Ihnen auch einmal erklären, weshalb man manche Tabletten nicht teilen darf. Das erste haben wir ja schon einmal besprochen. Das ist der Fall, dass der Wirkstoff nicht unbedingt gut gleichmäßig in der Tablette verteilt ist. Jetzt kommen wir aber zu anderen Punkten, die eigentlich noch viel wichtiger sind, denn es kann sich als zweites auch um magensaftresistente Tabletten handeln. Diese Tabletten haben einen Überzug, der dazu führt, dass die Tablette sich nicht im Magen auflöst, sondern erst im Darm. Und das hat zwei Gründe. Als erstes kann es sein, dass der Wirkstoff empfindlich auf die Magensäure ist und dadurch sehr schnell inaktiviert werden könnte. Das ist der eine Grund, dass der Wirkstoff vor der Magensäure geschützt werden soll. Ein zweiter Grund ist, dass Ihr Magen vor dem Wirkstoff geschützt werden sollte, weil der Wirkstoff zum Beispiel reizend auf die Magenwand wirken könnte. Im ersten Grund könnte es schlimmstenfalls sein, wenn Sie diese Tablette teilen, dass der Wirkstoff nicht wirksam ist. Im zweiten Fall könnte es sein, dass Sie starke Magenprobleme bekommen, wenn Sie diese Tablette geteilt hätten, weil dort dann der Wirkstoff schon im Magen freigesetzt würde. Als dritten Punkt gibt es noch sogenannte Retardpräparate. Das sind Tabletten, die den Wirkstoff nicht sofort, sondern mit und mit ins Blut freisetzen. Diese Retardierung findet entweder durch einen Überzug statt oder aber auch dadurch, dass der Wirkstoff in eine Matrix eingebettet wird. Das ist so eine Art Schwamm. Oder es gibt auch bestimmte Systeme, die nennen sich Oros-Systeme. Und bei diesen drei Formen wäre es so, dass wenn Sie die Tablette teilen, die dadurch zerstört ist und es schlimmstenfalls zur Freisetzung des ganzen Wirkstoffes auf einmal käme, der sonst zum Beispiel über den Tag, über 24 Stunden freigesetzt würde. Das ist natürlich ein Fall, da sehen Sie schon, dass wenn man diese Tabletten teilen würde, dass es da auch zu starken Nebenwirkungen kommen würde und man das unbedingt vermeiden möchte. Bei diesen Retardformen gibt es auch eine Ausnahme. Hierbei ist nicht die ganze Tablette mit einem Überzug ummantelt, sondern in der Tablette wurden kleine Pellets verpresst,
die ihrerseits alle einen retardierten Überzug haben. Das heißt, wenn sie die Tablette teilen würde, wären nur die ganz paar Pellets an der Bruchkante freigelegt, wodurch der Wirkstoff sofort freigesetzt würde. Aber der große Anteil, der Rest in der Tablette, der hätte dann immer noch diese Retardfunktion. Und bei solchen Ausnahmen sehen Sie auch, dass bei einer Retardtablette trotzdem eine Bruchkerbe vorhanden ist und Sie diese Teilbarkeit entweder im Beipackzettel oder aber auch durch Ihre Apotheke bestätigt bekommen. Das war nun mein Video zum Thema Teilbarkeit. Wenn Sie Ihre Tabletten teilen müssen, dann sagen Sie das bitte immer auch in der Apotheke dazu, denn die Apotheke muss davon wissen. Wir sehen nicht immer auf dem Rezept, dass Sie die Tabletten teilen müssen, und aus den eben genannten Gründen ist es, wie gesagt, sehr wichtig, Ihnen dann auch ein Präparat rauszusuchen, was offiziell für die Teilbarkeit zugelassen ist. Wenn Ihnen das Video gefallen hatte, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch gerne dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren, und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder aber bald gesund werden, und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.